Vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember gibt es auf dem RF4 Discord jeden Tag etwas zu gewinnen. Ja, täglich in der Zeit von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends gibt es auf dem RF4 Discord neue Aufgaben, die man abschließen kann und dann auch noch was gewinnen kann. Die Aufgaben gehen über alle Gewässer. Das heißt, jeder kann mitmachen in jedem Levelbereich. Sei also direkt mit dabei, denn am 1. Dezember geht's sofort los. Und ich zeige dir hier jeden Tag um 10 Uhr, welche Aufgabe es heute gibt. Der Link zum RF4 Discord befindet sich direkt unter dem Video. Genauso wie auch der Link zum Feierabend Discord. Hier könnt ihr euch hervorragend miteinander austauschen und euch über Spots informieren. Ja, wer hätte das gedacht? Heute geht es weiter am Kuori mit den täglichen Aufgaben aus dem Discord-Event. Und, tja, das Ganze ist vielleicht doch gar nicht so easy, wie anfangs gedacht. Einfach mal hier eine Seeforelle fangen. Fange eine Seeforelle. Na klar, da gehe ich doch mal eben zum Kuori und fange eine Seeforelle. Wo ist das Problem? Allerdings auf dem Wobbler. Und das ist eben auch die Aufgabe. Also, fange eine Seeforelle mit einem Wobbler. Nicht einem Oberflächenwobbler, einem Wobbler. Einen normalen Wobbler. Einen Wobbel-die-Wobb. Einen richtigen. Und ja, die größte Seeforelle, gefangen auf einem Wobbler, gewinnt. Tja, also ran hier zum Kuori und dann heißt es testen. In der Zeit, wo ich jetzt hier bin, hatte ich bestimmt 3-mal Wetterwechsel und dementsprechend auch immer wieder von vorne angefangen, verschiedene Köder, Formen, Farben, Tauchtiefen zu testen. Und oh boy, ich stehe hier hauptsächlich stationär, also gar nicht so mit dem Schleppen. Kann man natürlich auch machen, wenn man Bock hat. Einfach schön durchziehen, zack, und dann hin und her fahren und vielleicht zwischendurch mal Köder wechseln. Kann man auch machen. Ich bin mittlerweile eher ein Fan davon, stehen zu bleiben, eine Area mit verschiedenen Ködern abzufischen und zu gucken, geht da immer wieder was drauf? Wenn ja, dann ist gut, wenn nicht, dann ist schlecht. Ja, und so bin ich jetzt gerade immerhin auf die nächsten Seeforellen gekommen und auch mal so ein paar in Folge auf diesen Köder hier, Blast Funky Minnow. Allgemein die gesamte Serie, weil größentechnisch, Formen und so weiter, kann man schon ganz gut verwenden. Funky Minnow, jetzt gucke ich gerade noch mal eben rein, haben wir den noch mal in einer anderen Version. Und zwar F11, genau, 07, ja, 07. Also F11, denn an für sich bin ich ein Riesenfan von den Funky Minnow als F. Haben den Riesenvorteil, sind floating, schwimmend und dadurch kommen wir viel schneller hier in das Twitchen rein. Also mit jedem Einkurbeln, Tempo 50, einmal schön hier rein twitchen, dann hat man eben, wie gesagt, leichter diese Führung. Wenn man die S-Köder nimmt, die bleiben halt unten. Kann natürlich auch sein, dass es gerade ein bisschen angesagter ist, dass die lieber ein bisschen tiefer stehen, die Forellen, und ich die deswegen so schwierig gerade gefangen habe. Vielleicht ist es gerade sehr kalt und die sind dann doch eher ein bisschen tiefer unterwegs hier, die Forellen. Möglicherweise. Also, vom Setup her, naja, das Übliche. Nicht zu groß reingehen. Relativ dünn, also ich bin jetzt hier mit 13,8 Kilo Fluorocarbon als Vorfachsmaterial komplett. Also 13 Kilo ist, glaube ich, okay. Bis 15 Kilo würde ich ungefähr gehen. Und dann muss das aber auch reichen. Ja, ich hatte auch schon ein paar Hechte dabei. Also auch das ballert hier manchmal rein, ne? 2-3 Kilo Hechte. Von daher würde ich so mit, naja, 6-7 Kilo Setup wahrscheinlich eher hier nicht reingehen. Ja, und dann heißt es, fange die größte. Also ruhig länger hier rumprobieren. Ich habe mir ein 2-Stunden-Ticket geholt und dann geht es erstmal los, Spots testen. Ja, und neben den Spots testen dann natürlich auch Köder testen. Hatte ich ja gerade schon gesagt, wichtig,
Je nach Wetterbedingungen ändern sich natürlich auch die Vorlieben der Fische für Farben oder Form oder Tauchtiefen. Dementsprechend muss man da probieren. Ich habe hier schon angefangen, das war so lala. An für sich ist hier oben die Area auch immer wieder sehr gut für Seeforellen. Ja, und jetzt gerade hier ballern sie rein. Hier hinten hatte ich es probiert, war nicht so nice, da waren die Hechte eher. Also hier die Area scheint es gerade zu sein. No, doch nicht. No, ne, geht nicht in die Bremse. Also hier gehen sie gerade ganz gut rein. Kann man also mal machen. Und jetzt heißt es hier natürlich auf die dickste. Jetzt gucken wir hier gerade noch mal eben rein. 3-0er Haken hier. Ja, das ist doch schon mal groß. Ich glaube, noch viel größer will ich gar nicht reingehen. 1-0er bis 3-0er, ja. 4-0er, weiß ich nicht. Ist schon, also ich würde sagen, selbst der 3-0er ist schon übertrieben. Aber er war halt drauf und es funktioniert. Von daher klappt das. Ja, Formen, Farben, testen. Ich kann leider nicht viel sagen dazu. Es gibt nicht den einen wahren, denn wenn du das siehst, ist es vielleicht ein ganz anderes Wetter, ist vielleicht Regen, Sonnenschein und so weiter, andere Temperaturen. Von daher passt das nicht so hundertprozentig, wenn man das einfach nachmacht. Klar, natürlich auch den testen oder natürlich auch die ganzen selbstgemachten testen. Also die Balsaköder auch auf dem Wobbler natürlich testen. Die haben ja immer noch sehr, sehr, sehr gute Lockwirkung. Und deswegen ran da und ausprobieren, ob das dann vielleicht sogar auch mit den Balsern funktioniert. Die kann man zur Not natürlich auch kaufen. Da durch den Nebel sieht man das kleine Häuschen. Da kann man diese Balsaköder kaufen. Die sind auch immer wieder regelmäßig hier in den Rekorden drin. Gucken wir gerade mal eben durch. Oder eben auch dieser hier, den habe ich auch ein bisschen getestet, hat auch ganz gut funktioniert. Für den Regenbogenstern, Balsa Joint 80, für die Regenbogenforelle. Genau. Ja, ansonsten, da ist er auch immer wieder mit drin. Na guck, hatte ich auch probiert, hat leider nicht funktioniert, zumindest nicht an den Spots. Aber jetzt teste ich den noch einfach mal hier. Den 11 nochmal. Gucken wir mal. Bauen wir direkt mal eben um. Auch der F11. Das ist er hier. Klappt übrigens auch super für Hechte. Will man natürlich hier nicht, aber für Hechte an der alten Festung klappt das ganz gut. So, rein ins Twitchen. Und vielleicht geht ja hier drauf ein richtig schöner Brocken. Ansonsten, wie gesagt, gerne mal bei Regenwetter auch mal sowas, was Blaues oder sowas probieren. Und wenn man schleppen will, die üblichen Routen einfach immer wieder hier im Kreis ringsherum oder auch mal hier lang fahren. Diese Linie lohnt sich auch immer wieder. Beziehungsweise vielleicht auch einfach eine 8 machen, übers 13er hier einmal drüber, dann um die Insel und dann hier oben wieder lang. Also so immer diese Linien, diese Vertiefung abfahren, das klappt immer wieder ganz gut. Ja, so viel zum Koori. Also fange die größte Seeforelle mit dem Wobbler, also mit einem Wobbler und tja, die größte gewinnt. Toi, 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 dass es bei dir klappt. Bei mir, wie gesagt, heute schwierig. Normal würde ich da auch mit einem Topwater reingehen, mit einem Oberflächenwobbler. Aber der ist ja leider raus. Von daher klassische Wobbler probieren oder einfach hier lang schleppen. Toi, 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 dass da ein dicker Brocken reingeht und du gewinnst. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Petri.